Hallo ihr Lieben, mit dem folgenden Gericht könnt ihr locker 100 werden, denn unser Rote Beete Nektarinen Carpaccio mit Linsen strotzt vor Mineralstoffen, vor Ballaststoffen, vor Vitaminen und Eiweiß. Und bei so viel Gesundheit schmeckt es auch noch richtig lecker. Für unseren Rote Beete Nektarinensalat mit Linsen brauchen wir Balsamico-Creme, Olivenöl, eine Bio-Zitrone, rote Linsen. Wir brauchen Zitronenmelisse, Nektarinen, rote Beete, eine Zwiebel und dieses Gewürz, das heißt Ras el Hanout. Das ist ein orientalisches Gewürz, schmeckt super lecker, solltet ihr euch unbedingt anschaffen. Wir brauchen das öfter. Nektarinen sagte ich, glaube ich, schon, oder wenn nicht, dann jetzt. Und wir brauchen roten Mangold, der ist enthalten in diesen Tüten im Supermarkt, in diesen Salatmix-Geschichten. Zuerst schälen wir die rote Beete. Achtung, Handschuhe anziehen, es färbt. Als nächstes hobeln wir die gewaschenen Nektarinen in dünne Scheiben. Okay, Handschuhe wieder überziehen. Wir gehen wieder an die rote Beete und zwar wird sie jetzt gehobelt. Wir pellen die Zwiebel. Zack. Und schneiden sie in kleine Würfel. Die gewaschene Zitronenmelisse klein schneiden, grob hacken. Wir bringen in einem Topf für die Linsen Wasser zum Kochen, so ungefähr ein halber Liter. Wir geben die Linsen in das kochende Wasser, drehen die Hitze ganz weit runter und lassen sie 7 Minuten lang vor sich her köcheln. Während unsere Linsen vor sich hin köcheln, reiben wir eine Zitrone ab, die Schale. Dann pressen wir die Zitrone aus. Wir geben 5 Esslöffel Olivenöl in ein Glas, den Zitronenabrieb dazu. Dann geben wir 2 Esslöffel Zitronensaft dazu und die Zitronenmelisse. Wir geben noch einen Teelöffel Zucker dazu, Pfeffer aus der Mühle und ein bisschen Salz. Und schütteln das Ganze kräftig durch. Wir geben einen Esslöffel Öl in die Pfanne und lassen darin unsere Zwiebeln kurz glasig dünsten. Dafür drehen wir die Temperatur runter und haben die mittlere Hitze. Und schon können wir unsere Linsen dazu geben. Schalten den Herd aus. Rühren das Ganze einmal um. So, und würzen es jetzt mit, ich würde sagen, so einem halben Teelöffel Rezept und einem Esslöffel Balsamico. Durchrühren und fertig sind unsere Linsen. Sie brauchen nicht heiß zu sein. Ihr könnt sie also ruhig jetzt vom Herd nehmen und einfach stehen lassen. Wir können anrichten, unser Carpaccio ist fertig. Wir geben zuerst einen Löffel Vinaigrette in die Mitte und verstreichen ihn ein wenig auf dem Teller. Im nächsten Schritt legen wir unser Carpaccio aus. Eine Scheibe Rote Beete, eine Scheibe Nektarinen und so weiter. In die Mitte legen wir eine Scheibe Rote Beete. Wir geben jetzt einen Löffel unser Vinaigrette auf
das Carpaccio. Vielleicht mal besser 1,5. So, jetzt kommen unsere Linsen zum Einsatz. Wir geben einen Löffel in die Mitte, vielleicht sogar noch so ein Tick mehr, so, und verteilen ein paar noch am Rand. Darauf geben wir unsere roten Blätter. Welche Seite ist hübsch? Unsere Mangoldblätter. Und streuen ganz zum Schluss noch ein bisschen grobes Meersalz. Grobkörniges sollte es wirklich sein. Darüber. Auf die Blätter noch einen kleinen Klacks Vinaigrette geben. Und perfekt. Sieht gut aus, ist fertig. Linsen haben übrigens ihr Hausmütterchen-Image längst verloren und sind jetzt in der feinen Küche total angesagt.